es. Wir kochen mit Liebe, oder? Mit Liebe. Mit ganz viel Liebe. Brennnesselblätter brennen ja ein wenig. So funktioniert es gar nicht. Grill den Ali. Ich bin der Ali und ich bin Koch vom Beruf. Ich stehe jeden Tag in meinem Restaurant in München, muss jede Woche meine Karte ändern und brauche immer wieder neue Geschmacksvariationen für meine Gäste. Ich bin auf der Suche nach leidenschaftlichen Hobbyköchen, die gerne kochen, die gut kochen, die vielleicht vegetarisch kochen, Fleisch kochen, Fisch kochen, keine Ahnung. Vielleicht schafft sogar ein Gericht von denen bei mir in München in meinem Restaurant auf die Speisekarte. Wer weiß? Wir schauen uns das an. Heute bin ich in Osthessen unterwegs. Warum bin ich hier? Weil die Gegend natürlich sehr, sehr schön ist und ich wollte immer schon mal hierher. Zack. Ich bin hier in Wildeck und ich treffe die Karin. Die Karin ist die Gastgeberin. Aber kochen soll ich mit ihrer Tochter Marie. Warum? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass Karin und Marie Vegetarier sind. Also es wird heute wahrscheinlich vegetarisch geben. Bin mal gespannt. Ich habe Ali eingeladen, damit er mal sieht, wie innovativ junge Menschen kochen, die sich Gedanken über Produkte und Nachhaltigkeit machen. Und denen wollte ich einfach Raum geben und besonders Marie und Philipp, die das auch jeden Tag tun, jeden Tag frisch kochen. Als Vorspeise wollen wir eine frische Giersch-Carpaccio machen mit einem selbstgemachten Brot. Das wird Marie machen. Genau, das mache ich. Und Philipp macht dazu ein ganz leckeres Hanf-Macadamia-Pesto. Für das Brot habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Dazu haben wir einen leckeren Hefeteig gemacht. Philipp hat vorhin ein paar Brennnesseln gesammelt vorne im Hof, hat die klein geschnitten, die kommen ebenfalls mit rein. Ich mache auch noch die Stiele ab. Das ist nachher nicht so lecker, wenn man dann auf die harten Stiele drauf beißt. Dann kommt das Ganze für ca. 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Brennnesseln haben eigentlich keinen großen Eigengeschmack, haben auch viel Eisen unter anderem, also sind auch sehr nährstoffreich. Deswegen haben wir uns für die Brennnessel entschieden und weil sie natürlich praktischerweise auch direkt vor unserer Haustür hier vorne wächst. Dass sie nachhaltig denken, dass sie regional kochen und vor allem vegetarisch kochen, also selbst auf dem Land, ja. Und das fand ich süß. Als allererstes frischen Bärlauch. So, den Mixer. Und da gebe ich schon mal den... Oh! Oh, danke. Schau mal. Süß. Ich bin der Philipp, 33 Jahre alt. Ich bin Marie, ich bin 30 Jahre alt. Ich studiere Gesundheitsmanagement. Ich habe ein duales Studium gemacht und arbeite jetzt für ein großes Gastronomieunternehmen als Operations Manager. Mein Hobby ist der Triathlon. Das heißt, ich schwimme zuerst, dann fahre ich Fahrrad und zum Schluss wird gelaufen. Kochen ist eine große Leidenschaft für mich. Gerade seitdem ich Marie kenne, kochen wir eigentlich jeden Tag. Und gut kochen, gut trinken, gut aussehen, das passt doch irgendwie zusammen. Für Sportler ist es super wichtig, dass man sich gut ernährt. Der Körper ist wie eine Art Motor und alles, was ich oben reingebe, das verbrenne ich natürlich auch wieder. Mein größter Erfolg war bestimmt die zweimalige Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Das war zum einen in Las Vegas und vor ein paar Jahren in Österreich. Durch Philipp bin ich so ein bisschen zum Triathlon gekommen. Das ist meine neue große Leidenschaft. Eigentlich komme ich aus dem Laufen. Also ich laufe sehr, sehr gerne und auch schon sehr lange. Wir haben uns vor 3 Jahren beim Unternehmenslauf in Thüringen, in Erfurt, kennengelernt. Und Marie war ja eigentlich eine der schnellsten Läuferinnen. Seitdem laufen wir immer zusammen und seitdem haben wir eigentlich auch jeden Tag zusammen verbracht. Wir teilen noch eine zweite Leidenschaft, das ist das Reisen.
Und um das so angenehm wie möglich zu machen, haben wir uns gedacht, wir nehmen unsere Küche einfach immer mit, dorthin, wo wir hinfahren, egal wohin in Europa, auf der Welt, und haben uns einen Van gekauft im Frühjahr und den liebevoll weiter ausgebaut und freuen uns jetzt auf unsere Urlaube. Familie ist für uns beide sehr wichtig. Also wir haben beide einen sehr engen Draht zu unseren Familien und sind auch froh, glaube ich, dass sich unsere Familien gegenseitig sehr gut verstehen. Unsere Geschwister verstehen sich sehr gut untereinander. Also ich fühle mich in Philipps Familie wie zu Hause und ich glaube, Philipp bei mir auch. Ja, das stimmt. Und bald sind wir ja auch eine Familie und damit wachsen die Familien noch größer zusammen, weil wir im August heiraten werden. Ja, das stimmt. Ich mache jetzt ein Hanf-Macadamia-Pesto. Und ja, wir fangen langsam an. Vorsicht, wird ein bisschen lauter. Ich pimpe unser Pesto. Philipp, nicht aufmachen, wenn das an ist. Nicht aufmachen, wenn es an ist? Ja, Da gibt es eine große Party. das wollen wir nicht. Ich hatte jetzt Angst, dass er es gleich aufmacht, während der Mixer noch läuft. Na, dann wäre die schöne Wand nicht mehr so weiß, wie sie jetzt wäre. Und das wollen wir natürlich nicht riskieren. So, jetzt schauen wir mal, wo die Karin ist. Ich war das erste Mal hier in Osthessen, knapp an der ehemaligen Grenze. Aber alleine schon die Einfahrt hier in die Gegend, das war wirklich atemberaubend. Eine Ruhe hier, eine Harmonie hier. Also ich könnte mich auch hier niederlassen, ganz ehrlich. Ach, hier steht ja was. Ob das für mich ist? Sind Sie die Karin? Ja, hallo. Ich bin der Ali. Ja, wir können uns leider nicht umarmen. Ich würde Nicht? das sehr gerne. Ja. Du bist wahrscheinlich die Marie. Ja, genau. Und du bist Der Philipp. der Philipp. Hallo. Komm, wir Die machen das. Sonne Wir machen das so. scheint, Ich bin getestet. Ja, Wir wir auch. Wir haben ja keine Maske. Wir sind Genau. noch hier draußen. Den ganzen Morgen hatten wir Wölkchen und jetzt scheint die Sonne. Ist das Ja, nicht schön? Wenn ich komme, scheint immer die Sonne, weißt du? Duzen wir uns, Wunderbar. sitzen wir Ja, uns. natürlich. Ich bin der Wir Ali. duzen uns, Oder? Karin. Ganz easy. Na klar. Als es dann hieß, dass Ali kommt, da war ich noch mal ein bisschen mehr aufgeregt. Ich war super angespannt. Ach du, super Gegend hier. Sehr schön. Und du bist Vegetarierin? Ja. Und du auch? Ich auch, ja. Und du bist auch Vegetarier? Flexitarier nennt man das, Flexitarier. glaube ich. Ne? Was heißt das? Nur, dass man mal Fleisch isst, aber ansonsten Aber du bist vom Beruf her nicht Metzger, ne? nein. Oder Schlachter. Nee, dann hätte ich ihn mir auch nicht ausgesucht, muss ich sagen. Ja, Ali, dürfen wir dir was anbieten? Wollt ihr eingießen? Ja. Was trinken wir denn da Ja, eigentlich? das darf ich vielleicht Maibowle. mal vorstellen. Ja, das darfst du. Tatsächlich ist es keine richtige Maibowle. In Waldmeister haben wir hier in der Gegend nicht so, aber wir haben auf Minze und auf Gundelrebe zurückgegriffen. Das ist hier das mit dem blauen Blümchen. Wie das heißt ist es? Gundelrebe und das ist ein Wildkraut. Das wächst hier überall und das gibt einen wunderschönen herben Geschmack ab und deswegen haben wir das mit reingetan. Aber warum kennst du dich so gut aus? Ich bin Ernährungstherapeutin und das ist eine Praxis für Ernährungstherapie. Ich arbeite mit Kolleginnen Hier zusammen, drinnen? die ist da drin und da ist auch mein Kochatelier. Und wenn man sich hier so umschaut, also bei uns wird nicht so viel Unkraut gerupft und gejätet. Wir lassen das stehen und wir essen das. Das ist ja meine Schwäche, ne? Also so einfach so Wildkräuter erkennen Ja. und daraus was machen, das habe ich keine Ahnung, ne? Das ist genießbar, auf jeden Oder? Fall. Das hast du gemacht, Marie. Herzlich Nee. willkommen. Das hat meine Mutter gemacht. Herzlich willkommen auf Gut Wildeck. Danke. Als wir ihn zum ersten Mal gesehen haben, fand ich ihn sofort sympathisch oder fanden wir ihn sofort sympathisch. Er wirkte sehr entspannt, sehr locker, sehr freundlich und das hat die Anspannung dann auch gleich wieder genommen. Wirklich authentisch, wie im Fernsehen. Und immer gut drauf und das hat sehr angesteckt.
Ich habe früher sehr frankophil gekocht, also sehr klassisch gekocht. Hier in München wollte ich einfach eine andere Richtung kochen. Ich wollte das kochen, was mir persönlich schmeckt. Und deswegen bin ich hergegangen und habe dann eigentlich meinen Stil geändert. Ich nenne das so Medio-Oriental, nenne ich das. Da kommt alles vor, alles, was der Ali erlebt hat, alle Geschmäcker, die der Ali von früher noch kennt und auch später in den diversen Sterne-Restaurants. Und daraus mache ich eine Mixtur und habe dann meine eigene Handschrift. Und das kommt bei den Gästen sehr, sehr gut an. Das bisschen Freizeit, was ich habe, was mir mittlerweile sehr wichtig geworden ist, dass ich Sport mache, weil da kann ich abschalten, da bin ich für mich und kann ich einfach die Stunde, die ich da Sport mache, ob es jetzt Joggen ist oder ob das jetzt im Fitnessstudio ist, und das tut mir einfach gut. Jawohl. Und ich brauche was, wo der Bauch weg ist. Das war Go, schönen guten Tag. Ich bin gar nicht so ein komplizierter Mensch. Also mir schmeckt immer das Einfache. Das kann ein Salat sein, das kann ein Stückchen Fisch mit Soße und Gemüse sein. Also ich selber esse eigentlich sehr, sehr einfach. Aber wenn wir hier kochen, ist natürlich auch so ein Ehrgeiz da. Da willst du natürlich auch zeigen, dass du auch auf einem anderen Niveau kochen kannst, kochen willst. Mein Motto ist immer, ich bin alleine gut, aber mit euch zusammen sind wir alle sehr gut. Dann lasst es euch noch mal schmecken. Wir gehen jetzt die Vorspeise machen. Ihr könnt euch hier in Ruhe unterhalten, könnt die Sonne noch ein bisschen genießen und wir bringen euch dann alles raus. Ich habe schon Hunger. Sehr gut, wir auch. Viel Spaß. Das hört sich gut Dankeschön. an. Tschüss. Karin, das schmeckt mir wirklich. Ja, das ist Hast so du gut easy gemacht. peasy. Dann fehlt jetzt noch die Gazpacho, die Giersch-Gazpacho. Da kommen jetzt Paprika rein, 4 große Paprika, kleine Kirschtomaten, kleine gelbe Kirschtomaten, einfach der Farbe wegen, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Knoblauchzehe kommt mit rein, Chilischote, ein bisschen für die Schärfe. Aber nicht die Philips-Schärfe bitte, sondern die normale Schärfe, ja? Alles klar, Chefin. Philipp hat bei der Vorspeise ein bisschen zu viel Pepperoni in die Gazpacho gegeben. Ich persönlich bin ja nicht so der Fan von viel zu scharf, aber es war genießbar, also nicht so scharf, wie ich es befürchtet habe. Ein bisschen Brot natürlich dann für die Konsistenz. Das wird alles schön durchgemixt mit Olivenöl, Zucker, mit Salz. Dann kommt es im Kühlschrank, damit es schön kühl wird. Und ein bisschen frisch gezupfte Giersch von draußen. Kannst du ein bisschen mehr? Kannst du die? Ja. So. Und noch einmal Karussell fahren. Was mich wirklich sehr beeindruckt hat, war, mit was für einer Ruhe die da kochen. Ne? Die gehen total ruhig miteinander um und da kritisiert der eine den anderen nicht, überhaupt gar nicht, total harmonisch. Und da habe ich mir manchmal wirklich gewünscht, ach schau mal, ich hätte es auch gerne so in meinem Restaurant. Geht natürlich nicht, weil wir einfach wahnsinnig unter Zeitdruck sind. Ja, das fehlt mir manchmal, so ein bisschen die Ruhe in der Küche. Bitte schön. Ich Dankeschön. hoffe, dir schmeckt's. Hanf Macadamia. Ja. Ich bin mal gespannt. Lass es dir schmecken. Ich hatte am Anfang Angst, dass es ihm nicht schmeckt, beziehungsweise dass ihm die Gazpacho ein bisschen zu scharf ist oder dass der Bärlauch mit der Gazpacho nicht so ganz harmoniert. Aber in seinem ersten Gesichtszug habe ich dann doch gesehen, dass es vielleicht gar nicht so ist und dass es ihm, oder ich hatte das Gefühl, dass es ihm ganz gut schmeckt, dass die Kombination doch gelungen ist. Also es schmeckt wirklich sehr gut. Und das Brot habt ihr auch selber gebacken. Das hat Marie. Also Marie ist auch bei uns zu Hause eigentlich die Brotbäckerin. Und Ja, das stimmt. Ich war wirklich sehr froh, dass ich kein Brot backen muss. Ja? Also ich mag das einfach nicht. Es gibt Leute, die das sehr gerne machen, die es wirklich auch sehr gerne backen. Und das überlasse ich gerne denen. Aber ihr kocht jeden Tag. Woher nehmt ihr euch die Zeit? Nee, ich studiere noch. studierst? Genau, ich habe sowieso immer Zeit. Ich bin 3 Tage in der Woche sowieso zu Hause und bin da relativ flexibel. Aber wir bereiten auch viel vor. Philipp, was arbeitest du? das wird noch nicht verraten.
Sag mal, ihr macht ein Riesengeheimnis daraus. Er hat es mir auch sehr lange geheim gehalten, muss ich sagen. Ich glaube, ob wir uns dann so... Oh, komm. Aber jetzt will ich wissen. Philipp, komm. Ich arbeite bei McDonald's. Bin dort Bezirksleiter. Nee, kennen wir uns nicht. nee. Du bist raus, Philipp. Entschuldigung. Das wäre sehr schräg. Schlachtsamt bis Sommer. Nein, jetzt kommt Fastfood-Kette, okay? Mega Vorspeise, hat mir wirklich sehr gut geschmeckt, ja? Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was gibt es denn überhaupt als Hauptgang? Wollen wir das schon verraten? Na gut, erzähl du. Okay. Es gibt geschmelzte Bärlauch-Ravioli an Ingwer-Spargelsalat mit Ochsentomaten. Die Vorspeise, die ist uns doch super gelungen. Jetzt gibt's Ravioli. So, du machst die Füllung? Die mache ich danach. Wir machen erst den Nudelteig, weil er noch ein bisschen ruhen muss. Okay, super. Ich assistiere dir jetzt. Ich mache das, was du gerne möchtest. Wir brauchen Mehl, 240 Gramm Dinkelmehl. Dann brauchen wir 160 Gramm Hartweizengrieß, Ja. ein bisschen Salz, so 4 Eier, ein bisschen Olivenöl. Genau. Und du machst die Füllung? Ich mache die Füllung, genau. Die Ricotta-Füllung mit Bärlauch, ein bisschen Limette, damit es ein bisschen frischer wird. Bärlauch liebt ihr, ne? Bärlauchpesto, Ja, es schmeckt- Bärlauchfüllung. Ja, ich bin so ein Knoblauch-Fan und Bärlauch schmeckt ja auch so ein bisschen nach Knoblauch. Ja. Und das ist natürlich ein perfekter Ersatz für selber, ja. Ich fand es toll, dass die selber Nudelteig gemacht haben, dass sie selber die Füllung gemacht haben, dass sie nichts kaufen und wirklich sehr gerne kochen und vor allem auch sehr frisch kochen. Wenn du ein Tuch drunter unter dein Brett stellen Ja. würdest, dann rutscht dein Brett nicht aus. Okay, Und so Aber- kannst du auch deine Platte kaputt machen. Ne? das ist wohl auch wahr, das stimmt. Du musst ein bisschen aufpassen. Sonst kommt Karin und dann wird es nichts mit der Hochzeit. Ich nehme jetzt 50 Gramm Bärlauch circa und mache die dann in die Füllung. Natürlich kann ich nicht so toll schneiden, wie Philipp das macht, aber ich gebe mir Mühe. Soll ich rüberkommen und dir das zeigen? sehr gerne. Echt? Ja, warte. Ja. Muss Philipp ich noch hat meine es eben auch Maske schon- aufsetzen. Ja. Also, erstmal kann man gar nicht so anständig arbeiten. So funktioniert das gar nicht. Den stellen wir jetzt mal kurz weg. Ja. Okay. Zum Arbeiten braucht man Platz. Nimmst du einfach hier ein größeres Messer. Schauen, ob das überhaupt scharf ist. Ja. Dein Mittelfinger ist dein, ne? Der führt dich sozusagen. Das bleibt immer schön am Messer, dass du immer schön das Messer fühlst. Ich sehe mich schon. Eigentlich bleibt die Spitze immer am Brett. Dankeschön. Bitte schön. Das probiere ich gleich mal aus. Ich hoffe. Soll ich hier wieder raus kurz? Aber jetzt gebe ich dir auch einen Tipp. Du musst die hast du da Fingerkuppe benutzen? einziehen. Ansonsten ist die Fingerkuppe in dem Okay. Bärlauch mit drin. Das Darf hat ich wieder Adi nämlich abziehen? nicht erzählt. Die Tipps von Ali haben mir auf jeden Fall was gebracht. Jetzt habe ich endlich den Clou raus. Sagt man das so? Den Clou raus, wie man schnell und zügig schneiden kann. Am meisten hat mich überrascht, dass die Marie in die Ravioli-Füllung noch ein bisschen Limettensaft eingearbeitet hat. Also das kannte ich vorher nicht, weil du kannst mit Säure ein Gericht natürlich toll machen, ja, aber du kannst auch ein Gericht kaputt machen. So, den grünen Spargel, die Enden großzügig abschneiden. So, ich mache jetzt erstmal 3 Esslöffel Öl rein. Dann mache ich 2 Esslöffel vom Apfelessig mit rein. Und um die Säure vom Essig noch mal ein Stück rauszunehmen, mache ich noch mal Ahornsirup mit rein. Einen Esslöffel sozusagen. 3, 2, 1, eigentlich ganz einfach zu merken. Bohnen einteilen, dann durch die... Ich halte. Du hast hier den Streichknopf. Jawohl. So. Pasta, pasta for me.
So, die ersten 8 sind fertig. Weiter geht's. Aber das sieht ja super aus bei euch. Und Ali, wie läuft's? mit Die dem machen das Reiten? toll. Ja, die machen das schön. toll. Und du Das freut schleppst mich. Stühle, oder wie? Ja, du kannst mir gerne helfen. Wir decken draußen ein. Ah, essen wir Ja, draußen? ja, wir oh, essen das finde wirklich ich toll. draußen. Komm, Okay? ich folge dir, bitte. Okay, ich zeig dir den Weg. Sieht sehr gut aus. Und einfach ein bisschen karamellisieren lassen. Mit Deckel geht's schneller. Die Greta würde sich freuen, wenn wir einen Deckel nehmen. Dann nehmen wir einen Deckel. Wenn wir die dann für uns servieren. Das hat mir jetzt keine Angst gemacht. Ne? Also Ravioli habe ich in meinem Restaurant jede Woche auf der Speisekarte. Aber ich selber habe früher sehr oft Ravioli gemacht, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Aber ich meine, auf der anderen Seite bin ich ein Profi, ich kann das immer abrufen und das war jetzt für mich keine Riesenherausforderung. Habt ihr den Tisch oben schon fertig eingedeckt? Tisch ist fertig, wir warten nur Tisch noch ist auf das fertig? Essen. Nur noch auf das Essen, dann müssen wir uns beeilen. Das Auge ist mit. So, es ist angerichtet. Oh, Vielen Dank. Hallo. ich kenne dich Sehr ja noch schön. gar nicht. Ja, ich bin neu dazugekommen. Ich bin der Bruder von der Marie. Ach, du bist der Bruder von der Marie. Und mein Sohn. Und von der Karin, genau. Wie man es nennt. Und der heißt zufällig auch Philipp. Auch Philipp. Genau. Ja, doppelt hält besser, gell, bei Ja, euch in der genau. Familie. Das muss man. Schön. Ja, toll. Also ihr zwei Süßen, vielen herzlichen Dank für das tolle Essen. Also Vorspeise war echt mega und Hauptgang sieht auch sehr gut aus. Ihr strahlt auch schön und ich glaube, am besten ist es, wir starten jetzt mit dem Essen, oder? Mit dem Hauptgang. Sehr gerne. Ich habe echt So machen Hunger. wir das. Ja, dann. Sehr lecker. Ja. Bei der Füllung, weißt du, was super gut gelungen ist? Nein, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Das sage ich dir, aber sag du es mir. Die kleinen gehackten Bärlauchspalten. Falsch. Die Limette vielleicht? Sehr gut. Wirklich, die Limette, das macht das ganz schön noch leichter. Macht es ein bisschen frischer, Ja, das, finde ich. das gefällt mir richtig gut. Das freut mich. Ne? Ich finde, es passt perfekt hier heute in so einen schönen Tag draußen im Frühling. Und es ist einfach super frisch. Und ja, ich bin super zufrieden. Vielen Dank für das tolle Essen. Sehr gerne. Wirklich. Danke, dass du da bist. Danke für Vielen die Dank, Einladung. dass du Danke. da bist. Tolle Ja, dass du Gastgeber, gekommen wirklich. Eine bist. tolle Familie. Tolle Gegend. Zum Wohl. Ah, Zum Wohl. Jetzt warst du geschockt. war anstrengend für euch, ja? Ja, es war aufregend und anstrengend. Ich bin froh, dass wir morgen nur essen müssen. Das machen wir auch. Boah, ihr dürft morgen bei mir auch Vollgas geben. Ihr könnt ruhig mithelfen. Nee, warte mal. Dann Heute wart machen ihr wir es zu dir ja zweit. zu einfach. Ich kann gerne mithelfen. Also ich finde es toll, wenn Karin? ich mal helfe. Das ist schön. Ja. Ja, Gerne, komm, wir gerne. zwei kochen. Gerne, Hast gerne, Lust? gerne. Ich bin dabei. Mega. Aber sowas von. Checker. Ja, komm her. Oft ist es so, wenn man nichts sagt, ist es ein Lob. Ne? Also ich hätte natürlich auch kritisieren können. Aber es war ja nichts da zum Kritisieren. Das heißt ja, mehr Lob geht nicht. Und das ist doch schon ein Riesenkompliment. Karin, guten Morgen. Guten Morgen, Ali. Na? Am nächsten Morgen hat sich Ali erstmal meine Mutter geschnappt zum Einkaufen. Ich glaube, er wollte sich das Ganze ein bisschen einfacher machen, damit er gleich wusste, wo er hingehen kann. Und meine Mutti kennt sich natürlich auch sehr gut aus, auch in Sachen Kräutern, so dass er nicht die Arbeit hat, sich alles einzeln mühevoll herauszusuchen. Schön, dass du mich begleitest. Sehr, sehr gerne. Ich bin so gespannt auf deine Einkaufsliste, weil dann kann ich ja schon mal so im Kopf mir eventuell zusammenreimen, was es heute gibt. Soll ich dir sagen? Ja, ich warte praktisch schon. Du wartest schon Die ganze Nacht. die ganze Nacht gewartet. Und ich werde auch so ein Ricotta
Ja. Ricotta Tortellini machen allerdings. Ach ja, ehrlich, Ja. damit habe ich nicht gerechnet. Doch, ich werde Tortellini machen. Eigentlich Ja. im Grunde ist es ja dasselbe, Ja. nur halt anders geformt. Schön mit Toll. Ricotta-Parmesan-Füllung. Also Karin, ich brauche Ochsenherztomaten. Ja, die habe ich sogar noch zu Hause. Hast du noch welche? Ja, habe ich. Ja, dann kriege ich die von dir. Aber unbedingt. Ich brauche Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, grünen Spargel, Ingwer. Kasse 1 müssen wir besetzen. Marie und Philipp haben in ihrem Hauptgang oder auch bei der Vorspeise Knoblauch und Bärlauch eingearbeitet. Und gut, Knoblauch kriegst du immer. Aber Bärlauch ist schon schwieriger, weil einfach die Zeit jetzt nicht mehr da ist. Es ist vorbei. Und als ich dann mit der Karin beim Einkaufen war, gab es keinen Bärlauch. Dann habe ich gesagt, okay, dann improvisierst du halt. Was machst du statt Bärlauch? Machst du halt in die Masse, in die Ricotta-Masse halt dann Basilikum rein. Geht auch. Das bist doch du. Ja, Was machst du denn da? genau. Achso, hier hast du so Infomap. Arbeitest Ja. du mit denen zusammen? Ja, etwas. Also ich habe hier, ab und zu lege ich hier Rezepte aus und dann wird dementsprechend, je nachdem, was im Rezept vorkommt, wird dann die Ware hingelegt. Und das nehmen sich die Leute hier, die Kunden, Echt? sehr, sehr gerne mit. Ne? Alles, was du zu dir nimmst, wird ein Teil von dir. Ganz genau. Nicht Das schlecht. sollte jeder beachten. So, Ali, jetzt möchte ich dir ja noch etwas zeigen, etwas ganz Besonderes, was unsere Gegend hier ausmacht. Ja? Ja, Bin mal gespannt. das hier ist ehemaliges Zonenrandgebiet. Wir befinden uns im Moment auf thüringischer Seite. Drüben ist die hessische Seite. Also wir sind im Osten. Jetzt sind wir im Osten. Ja, Okay. das ist tatsächlich Osten. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, wie das damals war. Ja? Gott sei Dank gibt es nicht mehr. Und auch teilweise, wie die Leute darunter gelitten haben. Ne? Aber das ist ein Teil von Deutschland, das ist ein Teil von uns. Und Gott sei Dank ist es vorbei. Gerade hier in diesem Ort gab es eine Besonderheit. Es gab sowas wie eine Berliner Mauer. Ja, die ist erst später dann noch zu dem Zaun mit hinzugekommen, weil man sieht ja, dass die Dörfer sehr eng aneinander stehen und die Häuser sehr dicht sind und dass es keinen Blickkontakt zwischen Thüringern und Hessen gab. sogar zwischen das haben Sie Ost gedacht. und West ist noch mal eine Mauer entstanden, um den Blickkontakt zu vermeiden. Und man hat es aber nicht geschafft, denn es gibt da eine wunderschöne Geschichte. Großensee hatte Kirmes, ja, und die kleinen Seer wussten es. Und da sind die kleinen Seer mit Instrumenten hierher gekommen und haben den großen Seern ein Ständchen gespielt über die Mauer hinweg. Also man hat doch immer irgendwelche Wege gefunden, um miteinander in irgendeiner Form zu kommunizieren. Ich bin sowieso einer, wenn es nach mir geht, wir brauchen keine Grenzen. Wir alle Menschen sind gleich. Sag mal, aber was ist das jetzt für ein Riesenberg da oben? Ja, das gehört auch zu unserer Region. Wir sind eine Bergbauregion. Ja. Bergbau? Hier wird Kali und auch Salz abgebaut. Und das ist das, was übrig ist. Und Salz? Wenn du, ja, Also wir können eigentlich unser Salz selber holen. dann müssen wir das noch ein bisschen aufwendig reinigen. Aber letztendlich ist es Salz. Wenn du dran schmeckst, schmeckst du Salz. Ja. Also es war schon gigantisch, dass sie da so einen riesen Berg haben. Und wenn ich ehrlich bin, hat mich das auch ein bisschen schockiert, weil es passt halt nicht, das macht schon die Landschaft kaputt. Karin, apropos Salz, ich habe gar kein Salz eingekauft. Ich habe Salz. Ich Hast habe du Salz? wunderbares Ja? Salz. Ja. Auf geht's, dann gehen wir kochen. Die Einkäufe sind getätigt. Ich stehe hier in der Küche und fange gleich an. Ja, was gibt es denn? Ich möchte Ricotta-Tortellini machen mit geschmorten Ochsenherztomaten, grünen Spargel als Gemüse dazu. Und dann gibt es eine Gremolata aus Wildkräutern. Da habe ich ehrlich gesagt wenig Ahnung, aber die Karin ist da, glaube ich, sehr fit. Was habe ich hier? Dinkelmehl. Wow. Ich nehme einfach mal so 400 Gramm. Prise Salz. 1 Löffel, 2 Löffel, 3 Löffel. So.
Der Philipp hat den Nudelteig gestern mit der Hand gemacht, was ich ihm hoch anrechne. Ich mache das aber nicht. Dafür sind ja Maschinen da. So, sieht doch gut aus. Je weicher der Nudelteig oder je geschmeidiger der Nudelteig ist, desto feiner werden auch später die Ravioli oder die Tortellini, je nachdem, was man macht. ...2021. Und jetzt machen wir noch eine kleine Unterschrift. Perfekt. Ist sogar nicht so schlecht geworden. Jetzt geht's weiter. Für die Soße brauche ich erstmal Brühe. Knoblauch, Paprika habe ich auch hier. Spitzpaprika, wunderbar. Jetzt geht's weiter mit den geschmorten Tomaten. Strunk raus, auch den hier kann man ruhig hier in die Brühe mit reingeben. Nur ganz entspannt so Scheiben schneiden. Als wir durchs Fenster geschaut haben, habe ich gesehen, dass Ali das Blech mitten aufs Ceranfeld gestellt hat und darum gewerkelt hat. Wenn das die Karin wüsste. Wenn das die Karin wüsste, dann gibt's Ärger, aber wir verraten nichts. Wir Gastronomen müssen ja zusammenhalten. Das ist gesalzen und Tomate hat sehr viel Säure. Um die Säure ein bisschen auszubalancieren, gebe ich Prise Zucker dazu. Was so verteilen, ganz locker, ganz entspannt. Jetzt kommt Olivenöl dazu. Kann man ruhig reichlich Olivenöl nehmen. Und das Öl, ja, müsst ihr ja später nicht wegschmeißen. Da könnt ihr ja zum Beispiel ein Dressing daraus machen. Oder einen Dip daraus machen. Ne? Also wegschmeißen, nur wenn es gar nicht mehr geht. Knoblauch. Das ist der junge Knoblauch. Den einfach so locker drauf verteilen. Jetzt könnt ihr zum Beispiel Thymian drauf geben. Ihr könnt ja auch Rosmarin dazu geben oder Oregano würde zum Beispiel genauso gut passen. Du kannst hier die Tomaten in den Ofen geben. Ich habe jetzt den Ofen vorgeheizt auf 150. Ja. Und Mittlere Schiene. den schiebst du einfach in die Mitte rein. Ja. Aber geh bitte runter auf 120. Okay. Anschließend, ja? Super. Sonst ist es zu heiß. Schaffst du es oder soll ich dir helfen? Nein, ich schaff das. Ich möchte so geschmorte Paprika noch dazu machen. Paprika werde ich jetzt hier langsam in der Pfanne braten. Das ist ein Peperonata-Gemüse, Paprikagemüse. So, das sieht echt gut aus. Das riecht vor allem auch gut. Geil. Ich weiß nicht. Oh, wie Ricotta halt so schmeckt, ne? Nach nichts. Es kommt viel Parmesan rein. So, und Auch die gestern Limette. hat die Marie Ja. Limettensaft reingegeben, ja? In die Füllung. Und ich gebe etwas Limettenschale rein, nur ein bisschen so, um zu aromatisieren, weißt du? Ah, toll, die Limette kommt raus. Ja, ne? Also es war echt eine tolle Idee von deiner Tochter gestern. Respekt. Supi. Na, ihr zwei Süßen, Na, das sieht aber gut aus bei dir hier. habt ihr Hunger? Ja, sehr. Ich Echt? habe heute noch nicht gefrühstückt. Noch nicht Erwarte gefrühstückt? Großes. Aber ich brauche noch ein bisschen, ne? Den Nudelteig habe ich schon angesetzt. Hier, habt ihr schon gelesen? Das werde ich euch heute servieren. Wow. Das klingt sehr lecker. Das Jo, klingt find ich sehr auch. gut. Ich hoffe, es schmeckt auch so gut, wie es klingt. Ich hoffe, ich weiß es nicht. Aber ich habe noch ein bisschen Basilikum drunter gehoben, weil es gab keinen Bärlauch auf Die dem Markt. Füllung. Unter die Füllung dann. Ja, das hebe ich okay. drunter, ne? Ja. Was passiert mit der Brühe? Was hast du vor? Da mache ich gleich die Soße. Es gibt so einen Limetten-Parmesanschaum noch dazu. Okay.
Und da, Mit Paprika. ja, ich habe jetzt alle Reste, die jetzt da rein Achso, müssen. okay. Ich wollte es halt nicht wegschmeißen. Bevor ich es wegschmeiße, gebe ich es euch. Für die Gäste die Reste. Hallo, ich esse auch mit. Ich sage immer nur das Beste für meine Gäste. Sehr gut. Ja. Sehr nachhaltig. Sag mal, da draußen ist so ein Lorbeerstrauch. Könnt ihr mir ein Lorbeerblatt geben? Lorbeerblatt. Ja. Weißt du, wie ein Lorbeerblatt aussieht? Ja, zufällig schon. Diese Zucker. Jetzt wird es abgelöscht mit Weißwein. Nice. Ingwer. Sag mal, kriege ich die Lorbeerblätter noch heute? Na, aber selbstverständlich, wir haben dir nur die besten ausgesucht. Darf ich das so rüberreichen? Nur die besten. So, und jetzt musst du einfach Lorbeerblatt so reinschmeißen, geht nicht. Ja? Dann gibt ja gar kein Aroma. Bisschen so zerdrücken, ja? Dann kommen die ätherischen Öle raus und dann schmeckt es. Na, da bin ich gespannt. So, der Rest kommt in die Brühe rein. Ah, das sieht gut aus hier. Schau mal. So, ein bisschen einköcheln lassen, dass der Alkohol hier verloren geht. Und jetzt ziehen wir rüber. Und jetzt fülle ich das auf mit der Brühe. Und lasse ich dann so ein bisschen langsam vor sich hin köcheln. Und anschließend kommt dann noch, also am Ende kommt dann noch ein bisschen Sahne dazu, ein bisschen Crème fraîche dazu. Jetzt geht's weiter mit der Cremolata. Und dafür brauche ich Wildkräuter. Und natürlich die Karin. Karin! Die Ich habe Soße. schon das Stichwort Wildkräuter gehört. Hast du schon gehört? Ja, Gehen wir zusammen raus? Wir gehen zusammen raus. Ja, Ali, bei uns wächst das Unkraut. Wir lassen es auch wachsen. Und das, was hier weiß blüht, ist die Knoblauchsrauke. Und die hat so einen ganz, ganz feinen, schönen Geschmack. Schmeckst du Lauch? Bisschen Knoblauch? Ist auch ein bisschen bitter. Bisschen ne? bitter ist es. Ja, gell? genau. Ich glaube, wir nehmen davon ein bisschen wenig. Ja, genau. Jetzt brauchen wir noch Giersch, ne? Giersch. Dann gehen wir rüber. Ich habe einen riesen Respekt vor Wildkräutern, weil also ich bin keiner, der jetzt, sage ich jetzt mal, sich irgendwo in eine Wiese stellt oder in den Wald geht und irgendwelche Pilze sammelt oder Kräuter sammelt oder Wildkräuter sammelt. Giersch kenne ich. Giersch, das ist Giersch. Ja, das ist Giersch, ganz genau. Weil ich immer Angst habe, dass ich da doch dann irgendwas mal mitnehme, was nicht so bekömmlich ist. Ja. So, jetzt gehen wir kochen. Schon mal anfangen, wenn du willst. Ja, sehr gerne. Prise Salz dazu, klar. Wow, ja, das ist herrlich grün. Siehst du das? Ganz toll. Bio-Orange oder beziehungsweise unbehandelt. Super. Ich mache jetzt mit der Soße weiter. Schau mal, die ist jetzt schön einreduziert. Sehr schön. Jetzt gebe ich etwas Sahne dazu. So. So, jetzt schauen wir mal, was die Tomaten mittlerweile machen. Oh. Genau so möchte ich sie haben. Brauchen aber noch ein bisschen. Und mein Paprika, schön geschmort, butterweich. Läuft. Ja. Jetzt schaue ich mal. Boah, läuft gut. Am Tag, als Ali gekocht hat, haben wir ja immer mal durchs Fenster geschaut, weil es ja super aufregend und inspirierend für uns war. Und da haben wir schon viel mitgenommen. Der Ravioli-Teig, das war ein super Tipp von Ali. Stimmt. Als er uns empfohlen hat, den vorher noch mal zusammenzupacken und dann noch mal zusammenzufalten und noch mal andersrum durch die KitchenAid laufen zu lassen. Und die Enden abzuschneiden, sodass wir auch schöne gerade Platten haben, die wir dann verwenden können. Jetzt nehme ich meine Füllung. Ich glaube auch, dass wir Ali inspirieren konnten. Er hat letztendlich ein ähnliches Gericht gewählt, allerdings noch mal das Niveau auf eine andere Ebene gehoben.
Und jetzt ist wichtig, dass die Luft dazwischen, dass die rausgeht. Ne? So. Also das wäre zum Beispiel jetzt so. Ne? Weil man kann es entweder hinten rumziehen. So. Schön nach hinten gedreht. Und dann zusammen hier so andrücken. Und fertig. So, jetzt machen wir mal die Pinienkerne hier schön rösten. Und dann vermische ich das hier mit dem Paprika zusammen. Nur kurz. Weil das gebe ich hier dazu. Kommt der Spargel schön. Limettensaft noch. Ja, wunderbar und hauchdünn. Genau. Ah, sehr geil. Sehr, sehr gut. Und das Beste kommt jetzt zum Schluss, und zwar unser Cremolata von der Karin gestampft. Perfekt. Ricotta Tortellini mit Spargelgemüse und einer Limetten-Weißweinsoße. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich hoffe, es schmeckt euch. Wenn nicht, habe ich echt Pech gehabt. Vielen, vielen Dank, Ali. Das sieht so toll aus. Das kann nur schmecken. Gerne. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Guten Appetit. Ich werde auch in meinem Restaurant in Zukunft nur noch ein Fischgericht und ein Fleischgericht anbieten. Und alles andere vegetarisch, und wenn es vegan auch dabei ist, ist auch gut. Also die Tortellini, die sind so zart, die zergehen im Mund. Das ist ein ganz, ganz toller Nudelteig. Richtig lecker. Frag bitte nicht nach Rezept. Ich habe das nach Gefühl gemacht. Schade, schade, schade. Also die Tortellini schmeckt mir wirklich richtig gut. Aber gestern war noch dieses, was war da noch mal drin, das Grüne? Bärlauch. Genau, Bärlauch. Das hat noch mal so ein bisschen den Kick gegeben. Die Soße vielleicht ein bisschen schärfer? Ich esse gerne fruchtig, ich esse gerne sehr scharf oder auch sehr würzig. Oh Mann, Philipp. Ich dachte, du isst nicht so gerne scharf. Doch, aber nicht zu scharf. Mir schmeckt sehr lecker, muss ich wirklich sagen. Also es schmeckt mir sogar fast ein bisschen besser als gestern. Hallo? Ich finde es auch toll, dass du die Ochsentomaten im Ofen gemacht hast. Wir haben die ja gestern in der Pfanne gemacht. Ich finde, da sind sie ein bisschen zerfallen. Hat wirklich super geschmeckt. Mich hat ein wenig die Portionsgröße gestört. Aber das ist, glaube ich, in der Sterneküche so üblich, dass es halt um die Optik natürlich geht, um den Geschmack geht. Aber so richtig satt geworden bin ich nicht. Es ist harmonisch geworden, und du weißt ja, ihr wisst ja, ich bin auf der Durchreise hier in Hessen, und ich lass mich ja inspirieren. Und Inspirationen hole ich mir ja, muss ja nicht immer ein Gericht sein, es kann ein Gewürz sein, es kann eine gewisse, irgendwelche Nuancen sein, es kann eine Idee sein. Und die Idee von dir jetzt gestern mit der Limettensaft und mit dem Limettensaft habe ich heute eigentlich übernommen. Und das werde ich mir in Zukunft merken. Also das heißt, dass meine Reise eigentlich hier in Hessen oder in Nordhessen, oder jetzt in dem Fall fast Osthessen, also für mich sehr förderlich war. Vielen Dank dafür. Also haben wir dir ein bisschen inspiriert mit Natürlich, unserem Gericht. ja Sehr klar. schön. Prost. Ah ja, das haben wir völlig vergessen bisher. Zum Wohl. Zum Wohl.